Moin Leute, willkommen im Buhlerland. Ich möchte mit euch heute mal über das Thema Blink Video Doorbell sprechen und Batterielaufzeit. Vielleicht habt ihr ja prinzipiell schon mal ein Video gesehen zum Thema, dass ihr auf gar keinen Fall die Doorbell kaufen solltet, und prinzipiell bin ich immer noch der Meinung, auch wenn ein paar dieser Probleme Vergangenheit sind. Aber ich möchte euch heute einfach mal kurz was über das Thema Akkulaufzeit erzählen. Ich habe die eine Zeit lang mit Kabel genutzt, jetzt seit rund 2 Monaten im Batteriemodus. Und standardmäßig liefert Amazon ja auch hier so Energizer 1,5 Volt Batterien. Ganz wichtig, Amazon und Blink, die sagen ja immer, man soll 1,5 non-rechargeable, also keine Akkus benutzen, und 1,5 Volt Lithium irgendwas, glaube ich. Ja, das sind wie gesagt die Standarddinger, die dabei sind, und die habe ich jetzt im Einsatz gehabt. Und wir sind jetzt Ende Februar, ich hatte Mitte Dezember quasi die Doorbell in Betrieb genommen, und seitdem musste ich die Batterien zweimal wechseln. So, und aktuell sind Akkus drin mit 1,2 Volt. Das ist jetzt einfach nur so testweise, bis jetzt demnächst mal eine Google Nest Doorbell kommt. Aber wie sieht es denn aus? Prinzipiell haben wir ja das Problem, dass man bei Blink leider nicht so genau rausfinden kann, wie voll der Akku ist oder wie leer der Akku ist. Man kann einfach nur, wie bei meinen Outdoor-Kameras, sehen, dass die Batterie okay ist. Oder jetzt wie im Fall meiner Haustür kann man sehen, dass die Batterie ersetzen soll. Das sind die einzigen Funktionen, die man hat. Immerhin bekommt man so ein Pop-up, also so eine Nachricht, dass man die Batterien austauschen soll. Aber das steht jetzt zum Beispiel bei meinen Akkus, die ich drin habe, weil die ja nur 1,2 Volt haben, schon die ganze Zeit. Und die sind jetzt auch schon wieder seit einer Woche da drin. Jetzt ist es so, wie gesagt, die Batterien sollten getauscht werden und haben ja normalerweise 1,5 Volt. Und wenn ich die jetzt mal anschmeiße ist gut. Wenn ich mit dem Batterietester gucke, komisch. Irgendwie sehen die ziemlich voll aus. Trotzdem soll ich die immer ersetzen. So, also ihr seht, wenn ihr mich fragen würdet, sind diese Batterien eigentlich voll, aber wenn ich die in meine Blink Doorbell einsetze, dann sagt er immer, ich soll sie ersetzen. Wie gesagt, ich habe momentan eine 1,2 Volt Akkus verbaut, und damit funktioniert die Kamera auch, außer dass sie jetzt, wie gesagt, ständig die Meldung hat, dass ich die Batterien doch bitte ersetzen soll. Aber jetzt ist es so, Amazon gibt ja eigentlich was von irgendwie gefühlt 2 Jahren Laufzeit an. Ne, ist natürlich immer so eine Sache von den tatsächlichen Settings, die man hat, wie oft tatsächlich geklingelt wurde und letztendlich wie oft und wie lange die Kamera wirklich läuft. Und spätestens, wenn ihr sowas wie ich da hinten habt, einen Amazon Echo Show, und dort ist zum Beispiel so aktiviert habt, dass, also ich habe eine Routine eingestellt, dass, wenn es klingelt, mein Echo Show automatisch sich verbindet. Spätestens da läuft die Kamera dann doch mal ein wenig länger, weil sie sich gefühlt irgendwie auch erst nach Ewigkeiten wieder abschaltet, wenn man es nicht manuell macht. Und ich habe jetzt nicht wirklich übertrieben viel, sag ich mal, Interaktion an meiner Haustür gehabt. Ganz normal. Ich habe 2 Kinder, ich habe Nachbarn, und ihr seht, es sind manchmal 4, 5 Klingel an einem Tag, manchmal sind es 10. Aber es ist jetzt nichts irgendwie Übertriebenes und so. Und da stellt sich für mich einfach nur die Frage, also, was soll das? Ne? Also batteriebetrieben, wo ich jeden Monat die Batterien austauschen muss, oder jede 1,5 Monate, da kann man ja teilweise nicht beim Urlaub fahren oder irgend sowas. Ne? Und da sind auf einmal die Batterien leer. Also das ist kompletter Murks, und wie gesagt, ich sage mittlerweile auch, pfeift auf das, was die Blink-App euch sagt. Ne? Also ich habe jetzt Akkus verbaut seit einer Woche, die funktionieren auch. Ich bin mal gespannt, ob die noch durchhalten, bis demnächst mal eine neue Klingel kommt. Aber bisher habe ich keinen tatsächlichen Grund gesehen, da jetzt unbedingt 1,5 Volt Energizer zu nehmen, weil die halten auch nur einen Monat oder 1,5 Monate oder sowas. Also das Problem habe ich jetzt schon öfters in verschiedenen Quellen gehört, und ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Natürlich
je länger sie an ist, umso höher die Qualität, umso länger die Videos. Natürlich wird dann auch der Akku leer gesaugt oder die Batterie, wenn Akkus sollen ja nicht verbaut sein. Aber falls ihr die Möglichkeit habt, versucht, die Klingel zu verdrahten. Ne? Das heißt, dass sie dauerhaft Strom habt, weil dann habt ihr nämlich nicht das Problem, dass der Stick einfach von heute auf morgen aus ist und auf einmal die Klingel nicht mehr funktioniert. Wie gesagt, das war jetzt mal ein kurzes Palaver-Video, einfach mal, um euch ein bisschen Feedback zum Thema Batterien und Akkus, Blink-Video-Doorbell zu geben. Und prinzipiell, ja, sie ist verdammt billig, wenn ihr sie im Angebot bekommen könnt, aber ihr werdet damit wahrscheinlich keinen Spaß haben. Das war's von meiner Seite. Euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.